Ja, heute ist es dann soweit. Mein Kumpel Thorsten möchte mich quälen und wir starten unsere Winterwanderung hier in Züschen und gehen zunächst Richtung Kahlenasten, Winterberg und machen dann so einen Rundkurs. Gute, ja, knapp 25 Kilometer. Mal schauen, was wir so auf der Tour erleben. Was der Thomas noch nicht weiß, der muss heute von der St. Georg-Schanze runterspringen. Aber das kommt erst später. Kriege ich hin. Walking down the avenue where we used to play. The house on the corner. Neben Reisen mit dem Motorrad und Abenteuer erleben gehört auch das Naturgenießen zu meinen Hobbys. In der kalten Jahreszeit, wenn das Motorrad dann auch mal stehen bleibt, bietet sich das Wandern hier besonders gut an. Aus wie Medizin, ne? Zum Wohl. Und so startete ich zusammen mit meinem Kumpel Thorsten Ende Dezember 2023 zu einer Winterwanderung ohne Schnee im Sauerland. Mein Gott, immer nur bergauf. Aber wir müssen noch zum Kahlenasten hoch, also in Summe noch knapp 200 Höhenmeter. Wir haben gerade schon gesagt, immer wenn es darum geht, irgendwo abzuzweigen oder bergab zu gehen, geht es bei uns immer nur bergauf. Grundsätzlich. Aber was willst du machen? Und wenn man hier mal so guckt, man merkt schon die Höhenmeter. Es ist ja recht diesig. Und natürlich aufgrund des letzten Regens auch ziemlich matschig. Hier hat der Wind wieder sein Bestes gegeben. Für unsere Wanderung haben wir einen Rundweg aus der Komoot-App gewählt. Diese funktioniert übrigens auch zum Wandern einwandfrei. Je mehr Höhenmeter wir machten, umso nebeliger wurde es. Eine richtig mystische Atmosphäre. Hört ihr das? Hier hört man irgendwie gar nichts. Der einsame Vogel, der mal ganz leise irgendwo rumpiepst. Sonst nichts. Im dichten Nebel überquerten wir die Bergheide im Naturschutzgebiet Kahleasten. Diese ist übrigens die zweitgrößte Heide Nordwestdeutschlands und liegt zwischen 751 und 841 Metern über Null. Danach gingen wir weiter zum Astenturm und der Wetterwarte. Wenn ich mich hier so im Bildschirm sehe, sehe ich aus, als wäre ich irgendwie schon 3 Tage unterwegs. Sieht geil aus. Wir sind jetzt am Kahlenasten. Die ersten 6, 7 Kilometer, oder? Ja, aber 400 Höhenmeter. 400 Höhenmeter ist schon ganz gut. Für mich. Ja, für mich auch. Ja, wir sind am Kahlenasten angekommen. Hier oben ist natürlich auch nebelig und das gute Teil hat geschlossen, also nichts mit Kaffee und Toilettengang. Wind kommt auch noch auf, aber so muss es sein, sonst wäre es ja keine Winterwanderung. Der Kahleasten ist übrigens der zweithöchste Berg in NRW und wird auch der König der Sauerländer Berge genannt. Und als Motorradfahrer sind die Serpentinen des Kahlenastens natürlich ein Muss. Hier oben hat man bei gutem Wetter nicht nur eine tolle Aussicht, sondern man befindet sich auch auf dem höchsten Bikertreff NRWs. Für uns ging es nun weiter vorbei an der Lennequelle und hinunter zu den Skipisten. Dabei kamen wir immer wieder an altbekannten Weghinweisen des Rothaarsteigs vorbei. Sind wir doch auf dem Track? Yes! Better life, better days, often straight from this place that I'm in once again with you now. I must break away from this high. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwann noch mal Winter kommt, aber hier scheint es mit der Wintersaison auch vorbei zu sein. Die letzten Schneeplatten hier auf der Skipiste, die sich noch so ein bisschen rumquälen. Ja, es gibt doch noch eine Skipiste, die funktioniert, wenn man das so sagen kann. Also irgendwie ist hier, naja, der eine oder andere noch unterwegs. Es ist aber eigentlich Matsche. Naja, wer Spaß dran hat. Ja, hier hast du dann noch die Hardcore-Skifahrer, die auf der letzten Matsche noch mal runter ins Tal fahren. Aber was willst du machen, ne? Wenn du Urlaub gebucht hast, hast du Urlaub gebucht.
Da stehen wir wieder. Der Regen und Sturm im Dezember 23 hat natürlich auch hier im Sauerland seine Spuren hinterlassen. Und so kam es vor, dass wir öfter mal vor einer kleinen Herausforderung standen und klettern mussten. Aber das macht ja das Abenteuer aus. Abenteuer. Und dann standen wir vor der Sprungschanze. Hier sollte ich ja herunterspringen. Kommen wir hoch? Können wir machen. Wir mussten das Ganze leider verschieben, denn die Schanze hatte geschlossen. Und wie ist die Fitness nach 12 Kilometern? Ha? Wie ist die Fitness nach 12 Kilometern? Gut, das war jetzt mal gerade wieder ein bisschen anstrengend. Ging schön bergauf hier zur Schanze, aber ansonsten geht. Ja, wir sind jetzt bei unserer Wanderung gerade in Winterberg angekommen und ich bin echt überrascht, wie viel hier so los ist. Hier ist noch der Weihnachtsmarkt im vollen Gange, Menschenmengen ohne Ende. Verrückt. Nach Winterberg ging es wieder bergauf durch das Naturschutzgebiet Mohlbeke. Dort nahmen wir noch die Mohlbeker Runde mit. Etwas später erreichten wir wieder den Ort Zischen. Und war gut, ne? Ja, bis auf wenig Sicht zwischendurch. Ja, das stimmt. Ab und zu hatten wir mal dichte Nebelfelder. Ja, 30 bis 50 Meter war so das Maximum. Aber gut, ist ja auch eine Winterwanderung und keine Schönwetterwanderung. Das kann ja, Schön Wetter hatten wir heute nicht. das kann ja jeder. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht Ja. und wir gehen jetzt mal lecker was essen. In diesem Film wollte ich euch zeigen, was man neben dem Motorradfahren im Sauerland noch so erleben kann. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann denkt an die Glocke. Und jetzt noch viel Spaß bei den Outtakes. Hört ihr das? Oh, das war jetzt mein Bauch, ey, das sollte nicht sein. Das erste waren die Vögel, das zweite war der Magen. Jetzt könnte man natürlich drüber nachdenken, Thomas hat Hunger auf den Vogel. Ja, dann werde ich mir wohl mal einen Vogel fangen. Ich glaube, ich habe meinen Rucksack oben an der Schanze vergessen. Nochmal eben zurück. Ab auf die nächste Wanderung. Ja.